Hallo und danke fürs Einschalten zur Urlaubsausgabe von Tales of Interest. Das dritte Rennen der Saison, dieses Mal aus Fan Bay. Schauen wir erstmal kurz rein, Film ab. Es ging los mit einer ganz normalen Qualifikation, 10 Minuten ließen Zeit für etwa 4 bis 5 Runden, wenn man am Stück durchfuhr. Nach der Startgeraden ging es nicht einfach geradeaus weiter, sondern es wurde noch eine neue Zusatzkurve gefahren. Die Fahrer konnten aus zwei Fahrzeugen wählen, entweder Front- oder Heckgetrieben. Beide Fahrzeuge waren recht gutmütig zu fahren. Mit der schwachen Motorleistung musste man allerdings immer so viel Schwung mitnehmen wie irgendwie möglich. Im Grid 1 hatte Mikiewicz die Pole, vor Troy und zwei XFG von World Class Lions. Im Grid 2 fuhr Totti die schnellste Quali-Runde vor Edgar und Heroes of Racing-Kollege Mensa. Start frei für Grid 1 in Fan Bay. 44 Runden sind zu fahren. Troy sucht direkt am Anfang die Entscheidung und zieht links neben Mikiewicz. Wir fahren mit bei Katila, der hängt sehr dicht hinter seinem Teamkollegen. Vielleicht will er ihn hier anschieben, um den Frontantrieb etwas auszugleichen. Das Manöver von Troy hat er so leider verpasst. Troy ist also in Führung und kann sich im Hufeisen schon etwas absetzen. Auf Platz 3 Savi Lasko kann den dritten Platz vorerst halten, trotz Nachteilen am Start. Und los geht's in Grid 2. Hier fuhren nur zwei Fahrer den XRG, beide starten auf der bildrechten Seite. Die Fahrer wechseln auf die rechte Streckenseite, um eine gute Linie in die erste Schikane zu finden. Es wird sofort über die Abweiser geräubert, bis jetzt geht alles glatt, doch dann kracht es hinten. Spark hatte sich neben Jens gesetzt und beide enden in der Wand. Technische Probleme bei Herr Pullens. Gerade noch auf Platz 2 rollt sein Fahrzeug plötzlich aus. Er kann zwar fast sofort weiterfahren, doch das Podium ist erstmal weit weg. Nach 4 Runden gab es den ersten größeren Zwischenfall in Grid 1. Roland mit der Nummer 90 bremst spät, schiebt seinen Teamkollegen an und wird dann von hinten gedreht. Einige Autos schlüpfen noch innen vorbei, doch für Muddy und Lazar ist die Straße blockiert. Zum Glück bleibt es beim Blechschaden. Hier sehen wir deutlich den Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen. Der XRG hat zwar den besseren Topspeed, doch vor den Kurven wird er gnadenlos von den leichteren Fronttrieblern ausgebremst. LRK-Racer kommt hier gar nicht richtig in einen Rhythmus, irgendwie geht alles schief. Dann würgt er nach diesem Kontakt erst den Motor ab und hängt dann auch noch neben der Strecke fest. Hier fahren wir im Grid 2 hinter Kimi von den Error-Mines. In der Start-Zielschikane verspringt sein Auto und rutscht seitlich in die Barriere. Dann kommen von hinten zwei weitere Fahrzeuge. Da es bei diesem Rennen keine gelben Flaggen gab, rauschen beide Fahrzeuge fast ungebremst in das Hindernis. Ein ganz klares Versäumnis der Streckenposten. Wer bremst, verliert, war das Motto in der ersten Schikane.
Das Problem war, es gab nur eine Linie und wer die nicht traf, hatte Glück, wenn er sich nur drehte oder es noch irgendwie schaffte, die Notbremse zu ziehen. Platz für Fehler war keiner, sodass man schnell in der Wand landen konnte. Auch die anderen Kurven konnten das Ende bedeuten, wenn man zu eng über die Curbs fuhr. Die hohen Randsteine von Fan Bay haben ja schon einige Autos auf dem Gewissen. Die spektakulärsten Abflüge waren allerdings in der Schikane, bei 150 km/h aufs Dach gelegt ist das Rennen vorbei. Achtung, aufgepasst! Objekte im Rückspiegel sind näher dran als man denkt. Klaus Adam muss sich darum trotzdem keine Sorgen machen, kaum ist Katila vor ihm, ist er auch schon wieder verschwunden. Runde 9 in Grid 1. Morvay mit dem gelben Wagen setzt zum Überholen an. Er kommt zwar vorbei, doch holpert er unsicher über die Curbs, sodass Ascona erstmal wieder vorne ist. Auch Kapal kann sich noch dranhängen. Ein spannendes Rennen mit knappen Manövern, immer mit der Gefahr, in einer engen Kurve oder Schikane alles zu verlieren. Und hier noch ein klasse Drift von BMW. Ein schönes Duell zwischen Palkdi und Kapal, Seite an Seite durch die Kurven im letzten Sektor. Palkdi lässt sich nicht abschütteln und bleibt dran. Ein enges Rennen, für einige Runden gab es keine klare Entscheidung. Als Kapal dann auf Morvay aufholt, nutzt Palkdi die Gelegenheit und setzt sich dazwischen. Kapal kontert dann später wieder, aber man sieht schon das Problem. Morvay hat beide abgehängt und von hinten werden sie eingeholt. Da sie in ihren Zweikampf verwickelt sind, können sie nicht mehr die Ideallinie fahren und verlieren viel Zeit. So rückt das Feld wieder etwas näher zusammen. In Runde 24 fährt Adnan an die Box für neue Reifen und zur Reparatur. Der lange Stopp wirft ihn von Platz 5 ganz nach hinten zurück. Danach läuft es für ihn nicht mehr so gut und er wird sogar von Knistling noch eingeholt. Doch der zerknistert sich immer weiter, bis er selbst an die Box muss. Daniel und Dietmar kommen sich in der Schikane in die Quere. Falke im weißen Auto freut sich schon über die Gelegenheit. Doch von ganz hinten nähert sich McLaughlin und der hat noch mehr Schwung. Er fädelt sich durch die Mitte und überholt 3 auf einen Streich. Ein tolles Manöver, das braucht aber etwas Glück und gute Nerven. Treus Blitzstart in Grid 1 hatte ihn nach vorne gebracht. Nach einem kleinen Fehler in der Schikane holte Mikiewicz sich die Führung zurück. Treu konnte dann nicht mehr kontern, sodass Mikiewicz das Rennen gewann. Die Fahrweise von Kapal zerstört schließlich seine Stoßdämpfer. Auch wenn er mit der kaputten Aufhängung noch ganz gut fahren kann, fällt er trotzdem zurück. Etwas überraschend gab es am Ende Probleme mit den Reifen. Hier platzt ein Hinterreifen von Joker, sodass er die letzten 1,5 Runden mit einem Plattfuß fahren muss. Dank seinem großen Vorsprung verliert er trotz diesem Eiertanz nur einen Platz, zumindest bleiben die Punkte im Team. Ebenfalls Pech mit den Reifen hat Iso Sompi, das wird gleich nochmal wichtig. Am härtesten trifft es Papa X, ihm platzt der Reifen an der denkbar schlimmsten Stelle. Er versucht das Rennen zu beenden und kämpft um jeden Platz. Das Schrottduell gegen Jens sieht allerdings schon sehr seltsam aus. Naja, es ist eben die letzte Runde. So holpern sie mit vollem Einsatz dem Ziel entgegen. In der letzten Kurve zieht allerdings noch Spark an Papa X vorbei. Ein sehr spannendes Duell fast über das ganze Rennen gab es zwischen Ascona und BMW. Kurz vor Schluss machen sie dann ernst und Seite an Seite geht es durch die Omega-Kurve. In der letzten Runde taucht Kapal vor ihnen auf. Die Zombie mit dem kaputten Reifen wird förmlich überrannt, für die anderen 3 geht das Rennen um Platz 10 weiter. Kapal muss versuchen, Ascona und BMW für die letzte Runde irgendwie hinter sich zu halten.
Ascona läuft die Zeit davon, er ist jetzt schon im letzten Sektor der letzten Runde und im Rückspiegel wartet noch PMW. Es geht in die letzten Kurven. Karpal hat sich trotz der kaputten Aufhängung vorne halten können, doch PMW will es nochmal wissen. Oh, das wird ganz eng, doch am Ende Karpal vor Ascona vor PMW. Im Grid 1 gewann also Mickiewicz vor Troy und Piet. Ein schwarzer Tag für das Team von World Class Lions, von 4 Fahrern sah nur einer das Ziel. Im Grid 2 hatte Totti nach dem Ausfall von Edgar keine Probleme, das Rennen zu gewinnen. Connor auf 2 verhindert, dass Heroes of Racing die ersten 4 Plätze komplett belegen. Das war der dritte von 9 Renntagen. Zeit für einen kurzen Blick auf die Tabellen. An der Spitze der Fahrerwertung steht aktuell Troy, er war zweimal auf dem Podium plus ein 4. Platz. Gefolgt von Morvay, dann Piet auf 3, dann Winkler, Kubinji, Ronald und so weiter. Nach dem nächsten Rennen gibt es die Streichergebnisse, dann wird die Tabelle bestimmt noch einmal neu sortiert. Zum Beispiel Mickiewicz taucht hier trotz 2 Rennsiegen gar nicht auf, da er ein Rennen verpasst hat. Die Teamwertung wird angeführt von Team Infinity. In der vorherigen Saison neu eingestiegen, wird sich zeigen, ob sie dem Druck standhalten können. Bis jetzt sieht es ja gut aus. Auf Platz 2 Heroes of Racing 0.1. Wenn ich das richtig sehe, werden alle 3 Fahrer ins Grid 1 aufrücken. Auf Platz 3 TC Racing 1, wofür die Buchstaben TC stehen, konnte ich auf der Homepage leider nicht herausfinden. Jedenfalls ein Team aus England mit einem zweiten Subteam auf Platz 10. Core Sim Racing auf Platz 4, Winkler hier als primärer Punktlieferant. Auf der 5 Extreme Racing, bekannt durch Teilnahme an Langstreckenrennen wie der DOP, dieser mit Verstärkung durch Blackie. Auf Platz 6 Something A-Full Racing, scheinbar hervorgegangen aus dem gleichnamigen Internetforum. Auf Platz 7 und 9 Cola Monstrak Rhinos, die Fahrer strategisch klug verteilt für die beste Punkteverteilung. Dann auf Platz 8 die Challenger-Division von World Class Lions, ein finnisches Team, das auch schon länger in diversen Rennveranstaltungen unterwegs ist. Die vollständige Tabelle gibt es auf der City-Liga-Seite. Weiter geht es am Montag mit dem schnellsten Rennen im Kalender, der Formel-1-Zirkus zieht nach Westhill. Das wird sicher ein Highlight der Saison. Die Startaufstellung wird entschieden durch die zweite Grid-Quali. Das war's von mir, danke an alle Helfer, danke fürs Zuschauen und tschüss.